Eltern sind nach Nordosten Brasilien umgezogen, wo ich 3 Jahre alt war. Und mein Vater hat eine sehr schöne, große Farm gekauft für uns. Wir sind 5 Kinder, aber mit der Zeit muss man immer bessere Schule besuchen. Und wir sind dann nach Bundesstaat Minas Gerais umgezogen. Zu studieren bin in ein anderes Bundesland gegangen, eine größere Stadt. Aber es war eine wunderschöne Kindheit, wo wir immer auf der Farm waren. Wir sind immer geritten und große Obstgarten haben wir gehabt. Es war ein sehr schönes Leben eigentlich, wo die Frauen nicht viel mit Kühe zu tun hat. Ja, genau. Also Frauen bleiben mehr zu Hause und kümmern sich um Haushalt. Also man hat auch viele Mitarbeiter und die Männer sind so richtige Cowboys. Ja. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert, aber ich habe sehr früh mein Abitur gemacht. Also mit 16 konnte ich schon in der Uni gehen und mit 21 war ich dann fertig mit meinem Studium. Und dann wollte ich einfach ein bisschen reisen, also in Brasilien kennenlernen. Und in dieser Zeit habe ich dann meinen Ehemann kennengelernt, meinen deutschen Ehemann. Er war auch im Urlaub, er war 3,5 Jahre unterwegs. 58 Länder hat er besucht, ohne nach Deutschland zurückzukommen. Und wir haben dann uns in Brasilien kennengelernt, am Amazonas genau, so auf ein Schiff. Also ich habe viel gelesen über Deutschland, also habe immer Fassbinder-Filme angeschaut und also mehr über Kultur und so und auch die Geschichte von Deutschland. Aber ich habe nie so richtig geträumt, hierher zu kommen und so. Das hatte ich wirklich nicht vor. Es hat alles so sich ergeben. Vor allem hat mich bewundert vom Anfang an, also, dass hier so die Menschen gleich behandelt sind. Frauen, Männer gleichberechtigt sind. Das hat mich sehr fasziniert. Und die Sprache, genau, die Sprache. Wir sind in Europa gereist, alle schöne Städte hat er mir gezeigt. Paris, Florenz, Venedig. Und dann musste ich mir überlegen, will ich hier leben oder nicht. Und wir waren wirklich 1 Jahr getrennt. Also das haben wir wirklich uns Zeit gegeben, um das zu entscheiden, wo wir leben würden. Aber Farmer zu werden, das war nicht seine Welt. Und dann, ich habe ihn hier besucht in Deutschland. Und dann, ja, ich bin hier gekommen und ja, ich war 23 Jahre alt und sehr neugierig und bin ich dann hier geblieben. Seit 30 Jahren schon kennen wir uns, ja. Also der erste Monat, obwohl ich in Brasilien ein bisschen Deutsch gelernt hatte, ich habe hier nichts verstanden. Und ich glaube in dem Dialekt, so bayerische Dialekt, ich habe wirklich nichts gesprochen. Also Stunden am Tag habe ich geschrieben und dann habe ich die Nachbarschaft besucht und ich war immer eingeladen. Und ich habe wirklich sehr schnell Deutsch gelernt. Und hier in dieses Dorf ist sehr schön. Also es ist klein, aber hier ist eine wunderschöne Landschaft, fast am See. Und ja, das war ein bisschen so, wie ich gewohnt war. Und ich habe in der Volkshochschule dann Deutsch gelernt und habe ein Praktikum als Töpferin gemacht in Diesen, wo ich so viel gelernt habe, nicht nur Keramik, aber auch sehr interessante Leute getroffen. Und ich habe so verschiedene Jobs gemacht eigentlich. Ich habe ja im Kloster St. Ottilien eine Weile gearbeitet. Aber das Schönste für mich war, als meine Mutter so ein Projekt in Brasilien gegründet hat, so ein Heim für bedürftige Kinder. Und dann, sie hat mich hier besucht, wo mein Sohn geboren ist. Und sie hat zu mir gesagt, ach Celia, ich habe gehört, dass die Deutschen so hilfsbereit sind. Konntest du mir nicht helfen mit meinen Kindern? Und wir haben einen Verein gegründet, der dieses Projekt 20 Jahre lang finanziert hat. Also wir haben viele Veranstaltungen organisiert. Wir waren überall eingeladen, unser Projekt zu präsentieren. Und es war sehr erfolgreich. Wir haben über 1000 Kindern geholfen.
Ausbildung und alles Mögliche. Das war wie eine Art Tagesheim. Also die Kinder waren tagsüber betreut und da wurde 100% von hier finanziert. Und das hat mein Leben auch sehr erfüllt, weil ich hatte hier dann Leute kennengelernt, die mit mir was gemeinsam hatten. Und ich bin jedes Jahr nach Brasilien geflogen, wo ich dann dieses Projekt besucht habe und fotografiert habe und mitgearbeitet habe. Also das war für mich wie ein Geschenk, weil ich habe 20 Jahre gearbeitet für Kinder, die sehr weit weg waren. Ich habe nur in meinen Ferien diese Kinder sehen können, umarmen können oder in die Augen schauen können. Und hier dann, wo ich fertig war mit meiner Leistung für Lajedão, so dieser Ort in Brasilien, kam Afrika hierher. Und dann hat das einen Sinn gemacht. Das war meine Belohnung praktisch. Ich konnte wirklich die Leute sehen, die so irgendwie ein bisschen helfen können. Für mich ist es sehr gut, weil sie haben geholfen zu uns, weil nicht nur ich, sondern es gibt viele Flüchtlinge in diesem Dorf. Dann, ja, das ist sehr wichtig für uns. Die Männer, so fast alle, sind so alt wie mein Sohn. Und dann das war ganz okay. Also sind so für mich wie Söhne geworden. Also wenn sie was brauchen, sie kommen zu mir. Ich finde das so schön, dass sie an mir vertrauen und viel erzählen. Manchmal bin ich wie eine Mutter oder wie eine Schwester. 2016 habe ich gesehen, Weltcup und auch ja, so weiter. Ich habe im Fernseher immer geguckt und dann habe ich ein Trikot gekauft. Dann sie hat gesehen dieses Trikot und dann sie hat gesagt, bist du Brasilianer? Also magst du Brasilianer Fußball, Nationalmannschaft? Ja, habe ich gesagt, ja. Und dann sie sind gekommen zu meinem Haus. War diese Zeit, ich war unter 18, ja. Ich kann nicht selber arbeiten oder so weiter. Ja, ich muss lernen. Zuerst Sprache, dann danach auch gibt viele verschiedene Fach, Mathematik oder so weiter. Ich gehe in der Berufsschule, ich bin ein Schüler, ja. Und ja, ich will einen Beruf bekommen. Ein Beruf, ja. Was würdest du gerne machen? Schreinerei. Also es gibt einen Helferkreis, der sehr engagiert ist. Und dann kann man miteinander was machen, so konkrete Hilfe leisten. Sie kommen zu mir und kochen mit mir. Also ganz spontan, wo sie Zeit haben. Oder wenn ich höre, dass es eine Möglichkeit gibt, Handarbeit zu ausstellen, gibt es einen, der sehr gut näht. Und dann kommt er zu mir und mit seiner Nähmaschine, wir nähen zusammen. Ja, also, oder zeichnen was. Ja, wir beschäftigen uns miteinander. Ja, sie sind wie Familie, wie meine Familie. Ich sehe wie meine Familie. Ja, ich habe jetzt, ja, ich bin glücklich, zufrieden. Also hier in Vinda sind also mindestens 35 Flüchtlinge und unser Helferkreis also bestehen auch über 50 ehrenamtlich und aktiv vielleicht 30. Und das ist kein Verein, keine Verpflichtung, jeder macht, was sie kann. Aber vor allem der deutsche Unterricht ist sehr stark bei uns und viele, die unterrichten. Und ja, alles Mögliche, also wo brennt, also wird schon geholfen. Ich denke, das sind am wenigsten, die gestört fühlen von diesen neuen Bürgern. Ich sehe eher hier in Vinda positiv als negativ. Aber leider keine Wohnung, noch keine Wohnung, wenig Arbeitsmöglichkeiten für diese neuen Bürger. Aber sie sagen zu mir, ich möchte Deutsch sprechen, ich möchte deutsches Essen.
es probieren. Ich möchte Deutsch sprechen. Also sie wollen nicht mit ihren Landsleuten immer da sein. Also unser Bürgermeister ist sehr, sehr gut. Also der unterstützt sehr, sehr viel von Anfang an. Also ohne ihn wäre alles schwierig. Wir haben auch schon durch seine Hilfe eine wunderschöne feste Begegnung hier organisiert. Und neulich würde nach einem langen Versuch auch so die Genehmigung vom Gemeinderat, dass man eine Stellenangebot anbietet für einen Sozialarbeiter, nur für unsere Gruppe hier. Und das ist schon alles, was wir wünschen. Also jemand, der kompetent, vor allem wegen Wohnungssuche und Arbeit. Und das haben wir jetzt geschafft. Also jetzt haben wir von der Gemeinde auch das bekommen. Neulich war eine aus Syrien, ist nach Berlin gereist und er kam ziemlich traurig, weil er auch gesehen hat, dass Flüchtlinge dort auch an der Straße übernachten müssen oder so. Und dann war er schon schockiert und er hat gesagt, so hier ist wirklich richtig schön. Ich denke, es ist schon, also sie schlafen immer noch zu viert in einem Zimmer, aber es sind auch viele in einem Haus, aber sie fühlen sich schon wohl. Ganz, ganz vielen Dank. Bitte schön. Viel Glück. Danke. Gut.